Hallo Eltern, heute beschäftigen wir uns einmal mit uns selbst. Okay, das klang jetzt irgendwie falsch. Heute beschäftigen wir uns einmal mit YouTube. Während es in meiner Kindheit noch eine der größten Ängste meiner Eltern war, dass ich zu viel Fernsehen könnte, interessieren sich die Kids von heute ja nur noch eher mittelmäßig für den Fernseher. Übrigens für die jüngeren Zuschauer unter euch, Fernseher, das ist die schwarze Kiste, die im Wohnzimmer eurer Großeltern die Raumatmosphäre versaut. Heutzutage jedenfalls hängen die Kids im Internet ab, wo sie in der Regel eine von 3 Sachen machen. Entweder sie quatschen mit ihren Freunden, zocken Spiele oder sie gucken Videos auf YouTube. Was? Mein Kind guckt Pornos im Internet? Ich muss sofort das Internet abschalten. YouTube. Tube. Ach ja, genau. Wie komme ich denn auf Pornos? YouTube. Nun, was schauen sich die jungen Leute auf YouTube an? Hauptsächlich wahrscheinlich Musikvideos von irgendwelchen Gangster-Rappern und jede Menge albernen Unsinn. Also ungefähr dasselbe, was unsere Generation damals auf MTV geschaut hat. Der Unterschied zum MTV der 90er Jahre allerdings ist, dass auf YouTube nicht nur Ray Cokes und Christiane Backer albernen Unsinn verzapfen können, sondern auch jeder, der will. Hast du Bock, Mentos-Bonbons in eine Colaflasche zu stecken und das zu filmen? Ja, und dann stelle ich es nachher in YouTube hoch. Alles klar. Okay. Okay, ich bin dabei. Und was machen wir danach? Denn auch wenn YouTube 2005 ursprünglich entwickelt wurde als eine Möglichkeit, seine Urlaubsvideos Freunden und Verwandten zu zeigen, wurde daraus schnell, zunächst eine Plattform für zahllose Videos von Katzen und anderen Haustieren, dann aber schnell zu einer Plattform für alle möglichen Arten von Selbstdarstellern, Profilneurotikern und Chaoten, wie wir sie heute kennen und lieben. Was ich sagen will, ist, dass viele der Sachen, die sich deine Kinder auf YouTube angucken, von Leuten wie dir und mir gemacht wurden. Wie ich? Na, vielleicht nicht wie du, aber zum Beispiel wie der hier. Auf den ersten Blick ein unbescholtener Bürger, der scheinbar keiner Fliege was zuleide tun könnte. Aber geben wir ihm eine Kamera in die Hand, wird er zum YouTuber. Yo, what's up, liebe Zuschauer? Ich bin's wieder, euer Master Jam. Ich befinde mich hier gerade live in Köln und wir werden jetzt mal schauen, was für Autos hier so auf den Straßen lang fahren. Und Intro! Oh Gott, das ist ja ein Monster. Sowas guckt sich mein Kind an? Das und noch viel mehr. Die Tatsache, dass auf YouTube jeder Laie Inhalte produzieren kann, führt oft dazu, dass hier frische und kreative Sachen entstehen, die dein Kind vielleicht viel interessanter findet als das glatt gebügelte Fernsehprogramm. Es heißt aber auch, dass die Sachen, die hier veröffentlicht werden, persönliche Ansichten von YouTubern widerspiegeln, ohne dass diese durch die sonst üblichen Filter einer Fernsehredaktion gelaufen sind. Was kann ich denn dagegen tun? Am besten, ich schalte doch das Internet ganz ab. Das oder du versuchst einfach, dich dafür zu interessieren, was dein Kind auf YouTube schaut und bringst ihm bei, die Sachen, die es dort sieht, zu bewerten und einzuordnen. Dazu muss ich mir den Kram ja selber angucken. Ganz genau. Im Grunde genauso, wie du ja auch beim Fernsehen versuchst, deinem Kind ein bisschen Medienkompetenz beizubringen. Das machst du doch beim Fernsehen. Klar, Medienkompetenz. Und das Schlimmste kommt erst noch, denn weil auf YouTube ja theoretisch jeder Videos machen kann, könnte es natürlich auch sein, dass dein Kind auf YouTube nicht nur Videos schaut, sondern auch, oh nein, ich ahne schon, was kommt, ich will es gar nicht hören, sondern auch selber YouTube-Videos macht. Und dann zum Beispiel anfängt, vor laufender Kamera Dr. Sommer-Artikel aus der Bravo vorzulesen und sich dabei die ganze Zeit so dämlich zu bepissen, dass man einfach mitlachen muss. Und beim Pinkeln brennt es ziemlich. Ich glaube, ich habe mich bei meiner Freundin angesteckt. In diesem Falle solltest du dich wohl spätestens damit beschäftigen, was dein Kind auf YouTube so treibt und ihm, je nachdem wie alt es ist, vielleicht auch erklären, was es überhaupt bedeutet, sich in der Öffentlichkeit so zu präsentieren. Das ganze Programm halt. Aber das muss ja nicht nur negativ sein. Dein Kind kann dabei wichtige Fähigkeiten im Bereich Medienproduktion und Publikation lernen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja dann auch einmal so ein YouTuber wie die hier. Was? Nein! Jetzt reicht's, ich schalte doch das Internet ganz ab. Und wer von euch YouTube noch nicht kennt, könnte ja damit anfangen, diesen Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Kanäle der YouTuber, die sich dazu haben breitschlagen lassen, hier mitzumachen. Links sind in der Videobeschreibung. Tschüss und bis nächste Woche.